Na dann, wollen wir mal letzte Runde von You Don't Know Jack the Ride. Und wir nehmen natürlich die Same Players. Was haben wir denn diesmal für eine wunderschöne Ausgangssituation? Ähm, Was ist ein größeres Turn-on? The Land o' Lakes Maiden, Red Baron. Ich mache nochmal Start Over, das ist bestimmt irgendwas mit Sport, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, nee, nee. Komm schon, das gebe ich mir jetzt nicht. Oh, man zwingt mich ernsthaft. Ich hoffe echt, das ist jetzt nichts mit Sport hier, sonst zwing mir das nicht auf, bitte. Er hat sein eigenes Flugzeug. Er denkt, gefrorene Pizzen sind ein Dutzend gefrorene Pizzen. Nee, das kann ich jetzt nicht lesen. Egal. Welcome to the ride. It seems you've selected floor 88, our food floor. Okay, Food Floor. Ja. Gut, jetzt muss ich mich natürlich nochmal neu unter einem neuen Namen hier für die Show anmelden. Ich dachte schon, es geht wieder in irgendeine Sportrichtung. Ich weiß, das klang mir schon wieder so ein bisschen Branding-mäßig hier, ne? Is this the first time on the ride for you? Nein, ist es nicht. Splendid. Glad you had the courage to play again. Na klar, so bin ich. Type your name. Nein, gib mir irgendeinen schönen Namen. Lass dir was einfallen. May I please have your name typed out? Nein, ich überlasse es dir. Nimm irgendwas Schmeichelhaftes. All right then. Your new name is Soylent Green. Remember to be all you can be. Ja, den Witz habe ich sogar verstanden. Enjoyed our time together. Silent Green, ne? Ist ein. Das war doch ein Film aus den 70er Jahren, wo irgendwie auch so ein dystropischer Film, wo Menschen, alte Menschen in so grünes Nahrungsmittelzeug verwandelt wurden, was die Leute gefuttert haben. Also Wiederverwertung, ne? Ja, Cookie. Hallöchen. Now, I'm no Red Baron, but things often get hot and greasy around here. Well, not really in a good way, though. Well, Food. fill up on bread because there's plenty of food here. Jetzt geben wir uns der Völlerei hin. This one's called Cut Your Food. Don't tear at it with your teeth. Okay. Hey, you remember all those crappy products advertised on TV that claim to even make julienne fries? Well, if you were to julienne Julia Child, what would you do to her? Cut her into short, thin strips, cut her lengthwise with jaggedy edges, cut her widthwise into round chunks, or cut her any old way, it's only a TV too. What? Was? Wenn ich Julia Child Julienne liste? Now, those are American fries, so, you put your hand over your heart when you eat her, and take your hat off. Nein! Here's what you should have picked. And now that I've julienned her, we'll fry Julia with some ground beef for a few minutes until I'm golden brown. Na gut, das ist die letzte Runde, ich werde langsam müde. Das ist, Hey, buzz into select. man merkt es, nach der dritten Runde wird es langsam Zeit. Hey, can't be Oh, wird es langsam Zeit fürs Finale hier. 8000, oh Gott. Need a quick and easy meal? Eat your young. Na Hey, how dann, about digging yourself out of the hole on this one? ich versuch's. Anyway, if a headline reads "Mom gets death penalty for coddling kids," which of these did the mother most likely do to her children? She thawed them in alcohol, killed them with a knife, kneaded them with prongs, or cooked them in water. Coddling. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich würde erstens sagen, aber. I have here the correct answer. Äh, you, Mom. ja? Someone is to cook them in water that's almost boiling, and if you want to coddle who you're coddling, you should boil them in Evian water. Alter, ist das böse, Jan. We love you, Mom. Ah! Das ist herrlich. Also, hat schon schöne Humor, das Spiel, muss man ehrlich mal sagen. Doc says I gotta eat this. Ja, wenn ich das sage, dann. Bad idea to get suggestions on your diet from a doctor. Say you're a maggot living during the 1930s. If you're following doctor's orders, what kind of diet might you be living on? The infected wounds of his patients, the olive in his martini, the cough syrup he gives to kids, or the corsages his nurses wear? Aber war das nicht so, dass sie für Wunden verwendet wurden, oder verstehe ich das jetzt falsch?
Doctors used to use maggots to eat away diseased Ja. tissue and help stop infection by bacteria. Richtig. So eat up, but remember, diet's only half the picture. Make sure you exercise. You know, walk around the block a few times after eating diseased tissue. Hit your buzzer to select the value you Ja, ja. Das sind alles so niedrige Beträge. Naja. Are you sitting down? Well, of course you are. You're at a computer. Roadkill. Nee, this or that. Well, Okay. for one, I'm very excited. We Mal have schauen. a Jack question. The category for this dis or dat is... They're just a couple of fruits. Okay, I'm gonna read off 7 people or things, and for each one, I want you to tell me whether it's associated with apples or oranges. Okay. Right answer, you get some Kann man cash. hinkriegen, mal gucken, was kommt. For a wrong answer or any you don't get to. Wenn jetzt irgendwelche Apfelsorten kommen, dann kenne ich mich eigentlich ganz gut aus. Let's do it. William Tell, associated Ja, mit Äpfeln, ganz klar. William and Mary. Syracuse. Keine Ahnung. Apfel, nicht. A county in California. Oh, was weiß ich? New York City. Big Apple, Miami Bowl. Orangen. Present Duke. Apfel, ja, Apfel fällt vom Baum und Wrong. Pretty damn good. ja, ist okay. Ist in Ordnung. Kann immer mit leben. That's what your current score looks like. Let's keep going. Gut. Okay, buzz in, Mensch. log onto the high Oh. Zoinks. Here's the category. 2,000-year-old leftovers. Ey, da drücke ich nicht, wenn ich es nicht hundertprozentig weiß. This way, please. Say you want to serve the actual body and blood of Jesus at your next dinner party. Which of these would be the best name for your new entree? Assumption à la mode, consommation à naturel, transubstantiation soufflé, or consubstantiation à la king? Ich drück nix. Vergiss es. Ich werde wahrscheinlich 4. sagen. Habe ich so ein Gefühl, aber nee. You should have picked this. Gut. According to the doctrine of transubstantiation, the bread and wine actually become the body and blood of Jesus during communion. It doesn't taste very fresh, though. Okay. Kind of like it's been hanging around somewhere for days. Gut, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Okay. Ich muss irgendwie Magenkrämpfe haben oder sonst irgendwas, ja. Your category is French dining. It's all in the tongue. Yeah. Guess the magic number here is 3565. Could be your lucky number. Let's Vielleicht find auch out. nicht. Wir werden sehen. Imagine that you want to cook a special meal for your lover. Because the French name for it is also a term of endearment, what should you make? Crab cakes, corn fritters, cabbage soup, or coconut macaroons? Boah, Cabbage, nicht sowas wie mein geiler kleiner Cabbage. In France, cabbage or chou is a term of endearment like sweetheart. Look, honey. Shoo, shoo. Hey, come back. All right, buzz in for the cash. Here's your category. When biblical tummies rumble. Let's see that question. Say that while sailing around in his ark, Noah stopped at a flooded diner and picked up Adam and Eve on a raft. What would he have added to his cargo? 2 eggs on toast, a bagel with lox and cream cheese, coffee with cream and sugar, or apple Oh, pie das with ist ja 2 scoops of ice cream? keine Ahnung. Adam and Eve on a Raft. 2 eggs on a toast wahrscheinlich, ja? Aber das ist jetzt so American Diner-Sprache. Die sagen doch immer sowas nicht wie 2 Eier auf dem Toast, sondern die sagen dann immer solche ganz komischen Analogien, ja. Adam and Eve on a raft is diner speak for 2 eggs on toast. Was? Warum? 2 very naked and sinful eggs on toast. Weil das ist doch viel schwerer, das so zu sagen, statt einfach zu sagen, 2 Eier auf dem Toast. Nee, Adam und Eve auf dem Raft, ja, ne? Coming up, Naja, don't fight with your food. na dann. Hey, have you ever been to a bullfight? They kill the bull. Oh, I'm sorry. Did I ruin it for you? Ja. Suppose the bull, or taureau, were replaced by a Japanese taureau. What would the matador be fighting? A bloodthirsty octopus, a charging fatty tuna, an enraged wild cabbage, or a dangerous water chestnut? Tja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht sind wir immer noch bei Cabbage. Warum nicht? Oder vielleicht ist es aber einfach. Vielleicht möchte das Spiel mich auf eine falsche Pferde locken.
down on me. I love your mushroom, a little cabbage. No, put the salad shooter down. No. Well, Ja. what do we have here? In Japanese, toro means fatty tuna, and it's used in sushi. And after you take in the bullfight, make Ja sure gut, to stick ich kenn around mich. for the annual Ich bin nicht so der Valentine's Sushi-Liebhaber. Day. Ne? Das, Now select the highest. I like to call this category. I'm so drunk I'll eat anything. Okay, don't. na dann. But you've been invited to a party and you've been asked to bring the guacamole dip. Okay, deep breaths. Listen up. Say that instead of using avocado in your guacamole, you use the avocado's namesake. What will you most likely say when someone compliments you on it? Testicles. Drain the blood Oder? yourself. I was worried nobody would eat brains. Yeah, I just love chips and testicles. Or you've got some gizzard on your chin. More testicles? Sure, and another wiener, please. The ancient Aztecs named the bulbous avocado after their bulbous testicles. Das ist ja geil. Das war jetzt so geraten, aber. Okay, also. It's roadkill time. Okay, Roadkill. Ja, jetzt. Ich muss schon wieder weiterdenken, ja, aber das ist lustig. Buzz in when you see the item that correctly pairs up the two Avocado, ein Hodensack, okay. items. Yeah, bonus cash with a bonus puzzle at the end. All right, let's hit the road, Jack. Prostitution light and commie color. Red. These two. So, jetzt Farben. Okay, rot. Push to the back in painful stone. Kidney. Ja, Kidney. Kommt's nochmal? Ja, das habe ich jetzt verpasst. Fine horse in exploding Ford car. Oh, keine Ahnung. Taurus vielleicht. Pinto, nee. Bevor jetzt, ich hab's. Sabbath in Russia's sea. Black. Red und Black haben wir schon mal. Red und Black. Army's berets and Cato's hornet. Brown Hornet. Ist es nicht grün? Genau, grüne Barets. Grün, schwarz-rot. And military branch. Navy. Okay, ja, viele Farben haben wir jetzt hier. Navy bikini and silly flank. Ah, da war ich zu schnell. Silly. String. Ja, weiß. Okay. Time. What do all the correct Navy, answers red, have in black, common? green. Are they all pasta shapes? Colors of peppers? Types of beans? Types of cheese? Red vegetables? Root vegetables? Types of beans? Ja, Black Bee. Oh, zum Glück. Kidney Bee, na klar. That was a snap. They're Kidneybohnen. all beans. And I would know. Oh, hab ich... Alter, ich bin ja richtig gut gerade. Was ist los? Ja, scheinbar ist es einfach mein Themengebiet. Ich weiß es nicht. This one's called Aber ich bin auch nicht mal so größenwahnsinnig und versuche jede Frage zu beantworten. Das wird vielleicht auch ein Faktor sein. Jack Sprat who could eat no fat? Well, which of these could Jack Sprat eat? Crudité, schmaltz, suet or tallow? Ich habe keine Ahnung und aus dem Grund halte ich mich jetzt ganz dezent zurück. Ich behalte mich im Hintergrund. Mach dein Ding selber, Spiel. Ja? Ich halte mich da raus. All right, let's take a look at the right answer. Jack Sprat could eat no fat, but he could eat crudité, which are just Frenchy raw vegetables. And his wife would just eat the onion dip with her fingers. Ei. We're calling this Oh, one ordentlich. Mal gucken. eat and die. Oh. Okay, you know those crazy diets where you can only eat one type of food, like only grapefruit or only carbohydrates or only mammals that hop? Well, check this out. Breakfast, 6 ounces of paint, 1 bowl of chalk, and a 2x4. Lunch, 12 ounces of floor wax, a coal and clay sandwich, and 2 cups of dirt. Dinner, 6 ounces of suntan lotion, 2.7 ounces of What the deodorant, fuck? and 3 crayons. What diet plan does this menu most likely come from? The Opabulum diet, the Esculent diet, the Pica diet, or the Ambrosia diet?
Bold Shark und so. Also Pika ist, wenn man irgendwas, alles Mögliche isst, was, ne, also, oder? You have the desire to eat stuff that isn't food, that's called pica. Ja, das habe ich nicht gewusst. If you eat all that indigestible fiber, well, that's called extremely painful. Mensch. All right, Bing. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, 3800. Das ist natürlich... Komm, jetzt nochmal mit einer schönen Jack Attack. Das wäre auch ein perfektes Ende. Nach dieser Katastrophe mit You Don't Know Jack Television wäre das doch nochmal richtig schön zum Ende hin. We'll start with the pizza crust. And if I'm feeling naughty, we'll make our way to the sausage. Popeyes Girlfriend. Olive. Olive Oil. Slang for Booze. Broccoli. Sauce. Naja. Okay. Schlock. Was ist Schlock? Schlock and Roll. Cheese? Schlock? Hab ich noch nie gehört. Was ist das denn? Where's the freaking delivery guy? Where's the sauce? Where's the bathroom? Where's the sauce? Extra large. John Candy Film. Oh, oh Gott, jetzt. Nee. Melodramatic Person. Broccoli. Hä? Nuclear Cloud Shape. Mushroom, okay. Oh Gott, jetzt habe ich aber ganz schön viel wieder verloren, ey. Mensch. Where's the beef? Naja. Schon kennen die Feta. Nee, ist okay, ich mache jetzt nichts mehr. Nein. Ich... Das hatte ich noch nicht. Jerk hatte ich da auch schon, das war nicht richtig. Anchovy. Nee, komm, ist gut. Lass mal gut sein. Let's see that final score. Ja, hey. There it is. Ja, hey, komm schon. Das ist doch zufriedenstellend. Also, ja, also ich würde sagen, hier, genau, wir schließen mal jetzt die Fahrstuhltüren. Das ist doch mal ein schönes Ende. Also, habe ich mir jetzt auch mal verdient, muss man ehrlich sagen. So nach dieser, also ganz ehrlich, nach der Katastrophe, die You Don't Know Jack Television war oder Sports und diese ganzen Minusbeträge, die ich hatte, hatte ich jetzt wirklich mal 3 Runden, wo ich mich immer weiter gesteigert habe vom Betrag her. Oder? Gut, kann sein, dass die zweite Runde weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also die zweite ein bisschen schlechter war, aber ich war auf jeden Fall in allen 3 Runden im Plusbereich. Und jetzt habe ich einen schönen großen Sprung nach oben gemacht. Also, besser geht's ja gar nicht, ne? Ja, ne? Ich würde auch einfach mal auf dieser, also mit dieser Euphorie diese Folge beenden. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Dann nicht bei Volume 5, weil aus welchen Gründen auch immer war Volume 5 nicht mit dabei oder kann man zumindest, ich finde das zumindest nicht auf Steam. Ich habe mir ja die Teile damals ja tatsächlich im Pack gekauft, da waren die wirklich sehr, sehr stark vergünstigt bei Steam. Aber Teil 5 war nicht dabei. Das heißt, es geht mit Teil 6 weiter. Nee, es geht nicht mit Teil 6 weiter. Es geht noch mit einem Spezialteil weiter. Aber diesmal einen ganz interessanten Spezialteil. Ach, Leute, wisst ihr was? Lasst euch einfach überraschen. Ich quatsch schon wieder zu viel. Ja, ich möchte ja sozusagen, ich möchte mich ja für die nächste Folge begeistern. Und das nächste wird wieder sehr interessant werden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also, ich hoffe, ihr hattet jetzt auch so viel Spaß wie ich und seid auch, auch so gut gelaunt wie ich jetzt. Und in dem Sinne würde ich sagen, ne, ich werde jetzt noch ein bisschen so der Fahrstuhlmusik lauschen und ja, so ein bisschen die Etagen abklappern. Mal sehen, ob ich noch irgendwas finde, wo ich sage, ach ja, hier kann man weichen bleiben. Und dann würde ich sagen, ne, ich schicke euch mal ins Erdgeschoss und ihr könnt dann bald mal wieder zu meiner Etage fahren und dann geht's weiter mit You Don't Know Jack. Volume 6, Lost Treasure oder irgendwie sowas. Ja, ihr werdet es ja sehen. Ne? Also, bis dahin, ja. Ciao.